Hallo zusammen, heute stelle ich euch die Rubrik Fehlersuche vor und da geht es darum, dass ich euch ein bisschen was aus meiner Erfahrung erzählen möchte in Bezug auf Fehler im Auto. Da geht es auch gleich los. Wir haben hier einen Nissan Qashqai J10, Baujahr 2013, aber die Modelle mit J10 sind ja relativ weit verbreitet und da gibt es ja ein breites Spektrum an Baujahren. Ich würde mal sagen, ich würde die Kategorie in 3 unterschiedliche Fehlerquellen einteilen und ich möchte euch so zu 95% an die Fehlerquelle hinführen und wir legen auch gleich los, denn wenn ihr den Fehler habt, Start-Stopp oder Stopp-Start, jeder nennt das etwas anders, aber ich sag mal, wir fangen mit dem allerersten an und zwar das Klassische ist, wir lesen den Fehlerspeicher aus, denn da geht es darum, dass wir durch den Fehlerspeicher, wenn wir den auslesen können, schon mal vieles bzw. ausschließen können oder eine bestimmte Richtung einschlagen können. Vorab ist euch aufgefallen, ob das Auto relativ schwer anläuft oder, sage ich mal, sich schwer tut oder irgendwelche Lichter ausgehen oder allgemein das Auto schlecht anläuft, dann geht es als erstes zur Prüfung der Batterie. Denn die Batterie ist meines Erachtens nach zu 50% der Fehler, warum die Start-Stopp-Geschichte nicht funktioniert. Wenn ihr die Batterie erneuert, achtet darauf, dass ihr von der Kapazität, die ihr verwendet, genau die gleiche Batterie einbaut, die auch vorgegeben war bzw. die eingebaut war. Falls ihr die Kapazität oder irgendwas verändert, das Steuergerät, das diese Start-Stopp-Automatik hat bestimmte Sensoren, die die Batterie auswertet. Falls ihr eine falsche Batterie einbaut, wird es zu Problemen führen, denn ihr müsst bei diesem Fahrzeug die Batterie nicht anlernen. Ihr werdet das nur tauschen, ihr könnt bestimmte Zähler zurücksetzen, da geht es eigentlich nicht hauptsächlich drum, aber es geht darum, wichtig ist, die richtige Batterie raussuchen. Falls es die Batterie nicht war und die Batterie in Ordnung ist, ihr habt sie geprüft, es ist alles in Ordnung und die Start-Stopp-Geschichte leuchtet immer noch, dann geht ihr weiter zu der nächsten Geschichte mit Fehlerspeicher. Fehlerspeicher, da lest ihr aus die Motorsteuerung, das ABS und das BCM. Das BCM ist das Body Control Modul, das ist die Zentralelektronik und diese 3 Sachen haben einen sehr großen Einfluss auf die Start-Stopp-Geschichte. Denn wenn irgendwelche relevanten Fehler in diesen Steuergeräten abgelegt sind, dann wird es zu Problemen führen mit dem Start-Stopp. Ich nenne euch mal ein Beispiel, ihr habt defekte Glühkerzen oder ihr habt irgendwelche abgasrelevanten Fehler oder irgendwas mit Ladedruck und so weiter und so fort, dann wird euch das Fahrzeug nicht starten, denn es sagt, die Bedingungen sind nicht erfüllt, wir haben abgasrelevante Fehler oder und so weiter und so fort und die müsst ihr beseitigen. Also beispielsweise Glühkerzen, dann müsst ihr die Glühkerzen überprüfen, erneuern, Fehlerspeicher löschen und dann wird es im Regelfall funktionieren. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, das ist nämlich jetzt der 3. Teil, falls ihr einen Fehlerspeichereintrag habt, bei dem es heißt Paula 1130 oder Paula 1130 und der Fehlercode besagt Lambda-Sonde Signal Spannung außerhalb Bereich. Ihr werdet bei diesem Fehlercode, werdet ihr im ABS Cäsar 1130 Motorsteuergerät Kennwortschaft fehlerhaft auch auslesen oder beziehungsweise das eine oder das andere. Jetzt wird es richtig interessant. Was sagt uns dieser Fehlercode aus? Wie gehen wir vor? Es ist nämlich ganz fies, denn der Fehlercode mit der Lambda-Signal unplausibel kommt daher, da ihr einen defekten oder einen fehlerhaften Drucksensor habt, aber jetzt nicht direkt einen defekten Drucksensor, sondern es geht noch etwas weiter. Da zeige ich euch ein paar Ausschnitte und zwar sitzt in Fahrtrichtung rechts hinten an der Spritzwand, da wo die Lambda-Sonde sitzt, der Drucksensor. Der Drucksensor wird in so eine Art Metallrohr und zwischendrin so eine Gummileitung, wird da eingesteckt und prüft den Differenzdruck zum Partikelfilter. Jetzt ist es oft oder beziehungsweise ein bekanntes Problem, dass aufgrund der Falschinformationen oder ich sag mal der Drucksensor sagt, der Partikelfilter ist voll, ich muss regenerieren, fettet das Gemisch an. Die Lambda-Sonde meldet Fehler und sagt, ja, der regeneriert die ganze Zeit, das Gemisch ist zu fett, irgendwas passt nicht, ihr macht die Lambda-Sonde rein, Edge-Badge, war's nicht. Die Lambda-Sonde ist nicht der Fehler, der Kunde kommt wieder und deswegen schaut ihr euch den Drucksensor an. So sieht der Drucksensor aus, der wird dann in diese Leitung gesteckt und ich empfehle euch, diesen Drucksensor auszubauen und schauen, ob die Leitung
in Ordnung ist. Oft ist die Leitung verkokt. Dann geht ihr hin und nimmt einen Schweißdraht, aber am besten wäre sogar ein Vierkantdraht für die Windschutzscheiben, denn dann könnt ihr den in einen Akkuschrauber einspannen und könnt ihn langsam reindrehen in das Rohr und könnt das Rohr sozusagen reinigen und nach hinten raus durchpusten. Hier seht ihr, wie ich den Draht gebogen habe, um den Draht zu drehen, damit er durch dieses kleine Röhrchen durchgeht. Das ist, was ich habe, ein Schweißdraht mit 0,6 mm Durchmesser. Ich empfehle euch, immer diesen Drucksensor mitzuerneuern, falls dieses Rohr verstopft war. Denn diese Ablagerung oder Rückstände, die werden auch in den Sensor gedrückt und es wäre ja schade, wenn ihr den Fehler immer noch hättet. Nachdem ihr das Ganze gereinigt habt und angeschlossen habt und der Fehler weg ist, ist das gut, aber es gibt den einen oder anderen Fall, da verschwindet die Lampe erst nach einer kurzen Probefahrt. Und zwar kann das sein, dass noch bestimmte Systeme nicht geprüft werden oder konnten, und zwar nennt man das die Readiness Codes. Die Readiness Codes werden gelöscht, wenn ihr den Fehlerspeicher löscht. So, das heißt, bestimmte Systeme werden permanent geprüft und manche erst nach einer Zeit als in Ordnung befundet von den Steuergeräten. Ich blende euch mal ein Beispiel ein. Da seht ihr, dass nach einer kurzen Probefahrt, wenn wir das Fahrzeug gestartet haben, erstmal noch gar nichts als Ja bestätigt wird. Und erst nach ein paar Kilometern kommen die ersten Systeme, die überprüft worden sind. Und nach ungefähr 20 Kilometer sind alle Readiness Codes gesetzt und es kann sein, dass nochmal ein Fehler auftaucht, den ihr beheben müsst. Wenn die Lampe ausgegangen ist, ist alles gut. Es gibt nur eine 5%ige Chance, dass noch weitere Fehler in der Start-Stopp-System-Geschichte sind, aber auf die möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Im Regelfall beseitigt ihr mit diesen 3 Methoden 95% der Start-Stopp-Systemfehler in dem Nissan Qashqai.